wieder samstags gehen, wie auf große Tour. Immer wieder samstags ruft uns die Erzgebirgsnatur. Es lockt der Blütenduft und der Vogelsang, es lockt die Bergeshöhe und des Waldes Klang. In einem meiner Videos besuchten wir den Sagenpfad in Geier. Dort wird über einen Mann berichtet, der seine Kinder in einen Schacht gestoßen haben soll. Diesen Schacht auf dem Geschichtspfad suchen wir heute. Aber in Geier gibt es auch einen Liederweg mit herrlichen Panoramablicken in unser Erzgebirge. Wir parken auf einem Wanderparkplatz. Den Parkschein bekommt man hier übrigens auch via App. Also, auf geht's! Die Heimatfreunde vom Erzgebirgszweigverein Geier haben einen ganz besonderen Weg gestaltet. Für gesangesfreudige Wanderer gerade die rechte Wanderung. Aber auch alle anderen erleben einen wunderschönen Weg, der durch Felder und Wiesen und Wälder führt. Hier gibt es Erläuterungen zum Heimatliederweg. Und wir bewegen uns jetzt in Richtung Kapellenstein. Da kann man auch wunderbar Rad fahren. Und hier geht's weiter. Bisschen vorsichtig heute machen, ist alles vereist. Wir folgen diesem Weg in Richtung Pension und Berggasthaus Kapellenstein. Hier sind wir an einer kleinen Alpaka-Ranch in Geier. Dann ist ja im Hintergrund Privatgrundstück. Und hier kommt das nächste Lied auf dem Liederweg Mein Vorderhaus von Anton Günther. Ja, und dort gehen wir dann weiter. In regelmäßigen Abständen finden wir Liedersteine. Wer möchte, kann hier mit den Vögeln des Waldes um die Wette singen. Ich bin ja nicht so die Sängerin, finde es aber eine gute Idee. Wir nähern uns einer weiteren Liederwegstation, und zwar Zwafinken, auch von Anton Günther. Leider bin ich des Singens nicht so mächtig, sonst hätte ich euch hier ein Liedchen vorgedrällert. Und hier haben wir eine wunderbare Aussicht. Uns eröffnen sich Ausblicke auf die Erhebungen des Erzgebirges. Und hier eine weitere Station von Anton Günther Hamwärts.
Du draußen in der Haat, du draußen der Wind, da weht der Wind zu stark und da weht der Wind geschwind und da heilt als wie ein Kind. Ja, da drüben die Straße, die führt rechts nach Elderlein und links wieder zurück nach Geier. Dort befindet sich, also da hat man einen wunderbaren Blick auf die Binge. Und hier sehen wir auch wieder unsere Berge des Erzgebirges. Pillberg, Haßberg, Bärenstein, großer Spitzberg. Wunderbar. Also was man nicht so nebenbei entdeckt, hier ist eine ganze der Wahnsinn. Ganz viele. Ganz weiche Zweige. Ja, das ist so cool. Vor 2-3 Tagen hatten wir hier noch minus 14 Grad, gefühlt kälter. Und heute sind es vielleicht so plus 6, 7. Und irgendwo in Deutschland soll es heute sogar bis 16 Grad warm werden. Verrückt. O Erzgebirg, wie bist du Ski? Von Anton Günther. O Erzgebirg, wie bist du Ski mit deine Walder? Ihr Wiesen Berg und Tal, in Winter weiß, in Sommer Krie. O Erzgebirg, wie bist du Ski? Genug der Lieder, jetzt gehen wir besagter Sage zum Drei-Kinderschacht auf den Grund, der sich unmittelbar am Liederweg am Rande einer kleineren Anlage von Wochenendhäusern befindet. Ein Pachtgewässer des Anglervereins Obererzgebirge. Wie gesagt, wir hatten die letzten Tage Frost. Und hier kann man dann eine Rast machen. Ich bin hier auch oft mit dem Fahrrad gewesen. Kann man Pilze suchen im Herbst. Ja. Einfach nur schön. Bereits 1975 ist dieser Schacht verwahrt worden. Ja, also hier handelt es sich um den Drei-Kinderschacht. Wer mein Video vom Sagenpfad der Bergstadt Geier gesehen hat, der hat darüber schon etwas gehört. Ursprünglich hieß dieser Schacht Freundliche Bergmannshoffnung und hier stieß ein Trunkenbold, ein ganz böser Mann. Als seine Frau nach Hommersdorf ging, um dort Butter zu holen, lockte dieser Mann quasi seine Kinder hier zu diesem Schacht und stieß sie hinein. Und seitdem heißt dieser Schacht Drei-Kinderschacht. Ja, so steht es auch hier geschrieben. Noch einmal.
Und wir gehen jetzt hier weiter. Zum Schluss gibt's noch ein paar Fotos und Videos zu einem Wasserfall, der ein Relikt aus dem Altbergbau darstellt. Zusammen mit dem Rastplatz und dem Wassertretbecken ist er ein ganzjähriges Wanderziel. Ich zitiere: Der Wasserfall im von Brüchen gezeichneten Grubengelände ist ein Zeugnis des alten Silberbergbaus. Es grenzt an das einstige Vitriol- und Schwefelwerk. Der Zufluss für den Wasserfall ist ein alter Kunstgraben, den man noch teilweise sehen kann. Und das war sie wieder, unsere Wanderung, dieses Mal in heimischen Gefilden, in der Nähe hier, also bei Geier. Da gibt es viel zu entdecken. Kommt vorbei, überzeugt euch selbst.